ist nett. Die wollte wohl unbedingt zu dir. Danke. Ja, setzt euch doch. Was soll das jetzt heißen? Das musst du entscheiden. Was? Ob du trotzdem mit mir zusammen sein willst. Sie sollten sich freuen. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Sie erwarten ein Baby. Ich kapiere das nicht. Es klappt doch prima zwischen uns. Ich dachte immer, du siehst das genauso. Ja, das tue ich ja auch. Es ist nur, ich bin nun mal nicht so in dich verliebt, wie du in mich. Das kann sich doch ändern. Vielleicht, aber ich kann es dir halt nicht versprechen. Aber du willst trotzdem mit mir zusammenbleiben. Die Frage ist, ob du unter diesen Umständen willst. Lars. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Was hast du denn jetzt vor? Ich muss los. Ich habe noch Termine. Lars, bitte, lass mich jetzt nicht einfach hier so stehen. Alles in Ordnung? Ja, das Ganze kommt nur ein bisschen überraschend für mich. Sie hatten die ganze Zeit die Pille genommen, nicht wahr? Und bin trotzdem schwanger geworden. Ein Einnahmefehler vermutlich. Das kommt vor. Das hätte ich ja wohl merken müssen. Nicht, wenn Sie weiterhin Ihre Blutung hatten. Deshalb haben Sie so lange auch nichts davon mitbekommen. Was genau heißt denn bitte so lange? Sie dürften etwa in der 10., vielleicht aber auch in der 11. Woche sein. Soweit ich das ohne Ultraschall beurteilen kann. In der 11. Deswegen war ich wohl in den letzten Wochen auch etwas unpässlich. Sie sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich würde raten, so bald wie möglich einen Facharzt aufzusuchen. Der wird ja wohl kaum zu einer anderen Diagnose kommen. Die Schwangerschaft ist doch kein Problem für Sie. Nein, wie kommen Sie darauf? Sie hatten ja nicht unbedingt damit gerechnet. Sehen Sie es als Wink des Schicksals. Ja, auch wenn ich ein bisschen durcheinander bin. Ich freue mich riesig über die Schwangerschaft. Kommen wir also gleich zum Punkt. Warum wollten Sie mich sprechen? Ich möchte mich für Ihre Aussage bedanken. Sie haben Bernd entscheidend entlastet. Damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Sehen Sie? So, bitte sehr die Dame. Danke. Wenn ich mich irgendwie erkenntlich zeigen kann, lassen Sie es mich wissen. Da gäbe es tatsächlich etwas, das Sie für mich tun können. Das wäre? Arrangieren Sie für mich ein Treffen mit Ihrem Vater. Was versprechen Sie sich davon? Wollen Sie sich rehabilitieren? Sagen wir mal so, ich würde ihm gerne ein paar letzte Fragen stellen, bevor ich Düsseldorf verlasse. Worauf wollen Sie hinaus? Bernd hat den Mord nicht begangen. Das kann nur eins bedeuten, der wahre Mörder ist noch auf freiem Fuß. Wer immer Rush ermordet hat, muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Daran wird Ihnen doch auch gelegen sein. Das ist nicht dein Ernst, oder? Sollen wir wegen dieser dämlichen Ortskenntnisprüfung verhungern? Wenn ich durchfalle, gibt's bald gar nichts mehr zu essen. Wieso das denn? Ohne Taxischein keine Kohle, ohne Kohle kein Futter. Ist doch logisch. Außerdem hast du selbst Zeit zu kochen. Zumindest bis nächste Woche für euch die Schule losgeht. Du hast uns angemeldet? Das kannst du vergessen, ich gehe da nicht hin. Also ich bin ganz froh, wenn ich endlich mal wieder was zu tun habe. Ja, wenn du hier einen auf Streber machen willst, bitte sehr. Aber ich mach da nicht mit. Ist ja großartig, wie Lisa mich unterstützt. Die kriegt sie schon wieder ein. Sie muss sich ja endlich einleben. Warum unternimmst du nicht was mit ihr? Ich bin mit Konstantin verabredet. Ja, zum Tennis.
Ja, könnt ihr sie nicht mitnehmen? Lisa und Tennis, da hat die doch eh keinen Bock drauf. Musst du nicht längst los? Ja, ja, ich bin schon weg. Aber bitte kümmere dich ein wenig um Lisa. Tschüss. Na, das nenne ich Temperament. Frau Brandner, ich hoffe, Sie haben nichts abbekommen. Nein, 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 nein. Wir sind hart im Nehmen. War ja kein Foul. Aber dieser Zug zum Tor. Ja. Wie geht's Ihnen denn? Blendend. Gut. Danke der Nachfrage. Ja, Sie genießen bestimmt die Ruhe, jetzt wo Jana in der WG wohnt. Ne? Naja, also von Ruhe kann man schwer sprechen, oder? Meine Tochter Susanne hat sich überraschend mit ihren Kindern bei uns einquartiert. Also statt trauter Zweisamkeit laute Teenager, die ständig den Kühlschrank leeren. Sie tragen Ihr Schicksal aber mit Fassung. Meine Frau hat Nerven wie Drahtseile. Aber nur, weil mein Mann mich unterstützt. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, ne? Naja, Hauptsache man weiß, dass die Versöhnung das Schönste ist. Haben wir Ihnen nun ein paar Illusionen geraubt? Nein, ich glaube nicht, ne? Sonst wären Sie doch nicht mit Frau Kepler zusammengezogen. Ja, sicher. Das ist wundervoll. So, ich muss jetzt aber wieder weiter. Die Arbeit ruft. Ja, schauen Sie bei uns vorbei, wenn Sie Lust haben. Ja, natürlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Eine Bitte hätte ich noch. Würden Sie meinem Verlobten meinen Zustand vorerst verschweigen? Ich möchte ganz gern selbst den richtigen Zeitpunkt wählen. Selbstverständlich. Wenn es Fragen gibt, rufen Sie mich einfach an. Ich danke Ihnen von Herzen. Silke, hallo. Hallo. Sag mal, warst du bei Leo? Nein, nur eine kleine Stippvisite. Ich muss auch gleich weiter in die Klinik. Tschüss. Tschüss. Geht's ihr nicht gut? Das liegt hoffentlich nicht an mir. Es war ja klar, dass so eine Familienzusammenführung nicht ganz reibungslos funktioniert. Ja. Susanne hat's wirklich schwer. Und jetzt die Taxifahrerei. Damit verdient sie kaum genug für sich und ihre Kinder. Für den Anfang wird's schon gehen. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir sie entlasten könnten. Apropos, was hältst du davon, wenn wir demnächst unser Haus etwas umbauen? Oh? Ja, ein Arbeitszimmer für mich, größeres Schlafzimmer. Oh, nein, 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 mein Schatz, das tut mir leid, aber Susanne braucht ein eigenes Reich und die Zimmer der Kinder könnten einen neuen Anstrich vertragen. Du meinst Bohrlärm die ganze Nacht und Farbeimer, über die man immer stolpert? Ja, das meine ich. Warum nicht? Wozu bist du schließlich Bauunternehmer? Susanne hat uns für die Schule angemeldet. Natürlich ohne uns zu fragen. Dass ich Heimweh habe, ist dir scheißegal. Papa, kannst du nicht was machen? War ja klar, dass du es hast. Nee, oder? Hast du Alex etwa auch angerufen? Reg dich ab. Ich habe Papa eh nicht erreicht. Ja, das wäre auch ganz schön unfair. Nach all dem, was er sich bei Susanne geleistet hat. Trotzdem ist er mein Vater. Aber das verstehst du eh nicht. Nee. Meinen habe ich ja nicht mal kennengelernt. Sorry. Tut mir leid. Ja, schon okay. Ich mache uns jetzt erstmal was Vernünftiges zu essen. Vernünftige Spaghetti oder vernünftige Spiegeleier? Lass dich überraschen. Paul Brandner? Hi, ich bin's Konstantin. Hi, dich wollte ich auch gerade anrufen. Kommst du vorbei? Ich dachte, wir spielen Tennis. Ja, schon, aber... Du hast doch eine Spielkonsole zu Hause. Boah, ehrlich gesagt, ich hab grad tierisch Bock drauf. Tanja, wolltest du uns nicht die Jones ein für alle Mal vom Leibe halten? Stattdessen treibt sie sich hier auf dem Schloss rum. Das macht sie als Zeugin auch nicht glaubwürdiger. Trotzdem, wenn Beinbach freikommt, können wir einpacken. Die Staatsanwaltschaft wird zu gegebener Zeit ein paar sachdienliche Hinweise erhalten. Ich habe ein paar Informationen. Ach was. Das weiß ich natürlich auch. Trotz allem versucht sie, meinen Vater gegen mich aufzuhetzen. Sag mal, Tanja, wie wär's, wenn du dich endlich mal aufraffen würdest? Ein bisschen Bewegung würde dir auch mal wieder ganz gut tun. Es ist nur eine Blinddarmreizung, sagt Frau Dr. Voss. Und wie lange dauert sowas?
Ein paar Tage höchstens. Na, hoffentlich. Das war's eigentlich. Rufst du dann den Typen von der Brauerei an? Ja, klar. Ciao. Ciao. Hallo. Hi. Hey. Gut geht's dir wohl nicht, was? Herzprozess. Aber nicht nur der, oder? Natalie hat mir erzählt, was zwischen euch los ist. Dann weißt du ja Bescheid. Komm schon. Noch ist nichts verloren. Ja, wie auch? Ich habe sie doch noch nicht mal für mich gewinnen können. Warum ist sie dann bei uns eingezogen? Ja, das wüsste ich auch gern. Sie ist halt nicht der Typ für romantische Liebesschwüre. Es geht doch gar nicht darum, was sie sagt oder nicht sagt. Sondern? Darum, dass sie meine Gefühle nicht teilen kann. Mann, sie empfindet eben anders. Und? Ist das so schlimm? Solange sie zu dir steht? Ich habe schon mal zu spät geschaltet. Bei Hannah damals. Und wenn schon. Schlechte Erfahrungen haben wir alle mal gemacht. Und am Ende hat sie mich für ihre große Liebe verlassen. Und ich war der Trottel. Ja, aber jetzt geht's doch um Natalie, oder? Und ich denke, du liebst sie. Entschuldige. Carla? Silvia ist bei dir? Okay. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Natürlich liebe ich sie. Mann, dann kämpf um sie. Egal, wie lange es dauert. Du triffst nicht jeden Tag die Frau deines Lebens. Na, ist klar. Alles super. Genial, dann machen wir heute einen auf Couch Potato. Ja. Hi. Hi. Hab uns gerade was zu essen gemacht. Willst du auch? Klar. Pfoten weg, Gäste zuerst. Sieht lecker aus. Frum. Was ist, spielst du mit? Nee, lass mal. Schau lieber erst mal zu. Susanne hat uns übrigens an deiner Schule angemeldet. Echt? Weißt du schon, was du für LKs machst? Sport und Englisch. Super Wahl. Sport wählt man doch nur, wenn einem Mathe und Physik zu schwer ist. Was hast du eigentlich für LKs? Englisch und Sport. Ach nee. Noch jemand ein Sandwich? Ja, und warum gerade diesen Bordeaux? Wir können nur mit einem international bekannten AOC-Wein punkten. Und diesen Bordeaux hat schon Goethe verehrt. Ja, also gut, meinen Segen hast du. Wenn du mich bitte entschuldigen würdest. Ja. Ach, was ich dich noch fragen wollte. Was macht eigentlich diese unerträgliche Sylvia Jones auf dem Schloss? Frau Jones ist hier? Nee, ich dachte, du weißt Bescheid. Nein. Dann weißt du sicher auch nicht, warum sie Beinbach plötzlich ein Alibi gibt? Siehst du, das ist wirklich eine gute Frage. Ja, in der Tat. Ja, was sie wohl vorhat. Was sie wohl vorhat? Nimmt diese Geschichte denn nie ein Ende? Also jedenfalls nicht, wenn die Jones hier weiterhin Dreck aufwirbelt. Und das passt ihr natürlich nicht. Aus gutem Grund. Vater, du schenkst dieser Frau doch hoffentlich keinen Glauben. Ich muss zugeben, ich war genauso entsetzt wie Vanessa, als sie Bernd das Alibi verweigert haben. Für sie Grund genug, mich ans Messer zu liefern, als man einen Schuldigen für ihre Bloßstellung brauchte. Mir hätte klar sein müssen, dass das nicht ihr Stil ist. Ein Outing vor Geschäftspartnern, das kann nur von Ansgar und seiner Freundin stammen. Und trotzdem sind sie gegen mich vorgegangen und nicht gegen die beiden. Was hätte ich denn beweisen können? Aber wenn den beiden eines Tages ein Fehler unterläuft... Was bis jetzt nicht der Fall war. Leider. Ansgar verhält sich verdächtig still, seit Vater ihn als Direktor der Bank abgesetzt hat. Apropos, Ihr Vater. Sie wollten ihn sprechen. Hallo, bin ich zu früh? Nein, hallo. Hallo Silvia. Hallo Lars. Schön, dich zu sehen. Gut, ich werde mal nach meinem Vater suchen. Sie können in der Zwischenzeit unser weiteres Vorgehen mit Lars besprechen. Ich wäre viel lieber in Buenos Aires geblieben, aber mich fragt ja keiner. Aufpassen, mehr links. Ja, hab ich. Vermisst du Italien gar nicht? Was? Ja, nein, eigentlich nicht. Ist echt ganz cool. Hier findest du bestimmt auch bald.
verdammt! Hey, konzentrier dich mal. Sonst gehen wir beide drauf. Ja. Hallo? Oh, es scheint, als platzten wir mitten in einen intergalaktischen Krieg. Das war's. Das nächste Mal machen wir sie fertig. Tag, Frau Brandner. Hallo, Konstantin. Tag, Herr Brandner. Grüß. Das nervt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, musst du ständig mitmischen? Du hast mir doch selbst angeboten, mitzuspielen. Ja, weil du jedes Mal tot beleidigt bist, wenn ich was mit Konstantin allein unternehme. Ihr könnt euch ja verziehen, wenn es euch nicht passt. Ist wahrscheinlich besser so. Und pass du auf, dass Konstantin nicht denkt, du bist immer so drauf. Jeder weiß, dass ich nicht gut auf Bernd zu sprechen bin und dann entlaste ich ihn. Das hat die Glaubwürdigkeit meiner Aussage noch verstärkt, nehme ich an. Vorsichtig ausgedrückt, ja. Trotzdem muss ich dich warnen. Wovor denn? Es gibt genügend Leute, die Bernd liebend gern hinter Gittern sehen würden. Vor denen habe ich keine Angst. Überschätze dich nicht. Du bist nicht unangreifbar. Doch, vielleicht schon. Seit ich mit Hagen zusammen bin, habe ich vor nichts und niemandem mehr Angst. Und was macht dich da so sicher? Ganz einfach. Lieben und geliebt werden, das älteste Rezept der Welt. Das klingt schwer verliebt. Das hätte ich nicht gedacht von dir. Ja, mit Hagen ist alles anders geworden. Du bedienst dich, ja? Das dauert nicht lange. Frau Kepler, haben Sie meinen Vater gesehen? In der Bibliothek ist er nicht. Ich gebe ihm Bescheid, sobald ich ihn sehe. Danke. Hallo. Hi. Ist Lars mit dir gekommen? Nein. Und er hat auch allen Grund dazu. Probleme? Aber wieso? Ich dachte, ihr passt so gut zusammen. Es prickelt nicht. Und woran liegt's? Tja, vielleicht wirst du erwachsen. Eher nicht. Und Lars findet das auch nicht komisch. Du hast es ihm gesagt. Mhm. Keine Versteckspiele mehr. Wenigstens das bin ich ihm schuldig. Vielleicht solltest du einfach deine romantischen Vorstellungen von Mr. Wright begraben. Das sagst gerade du. Was war denn mit Hannah? War das etwa nicht die große Liebe? Es gibt Ausnahmen. Ich würde Lars nicht so einfach gehen lassen. Wer weiß, was sich daraus noch entwickelt. Hallo, Nathalie. Hallo. Du suchst mich wegen Frau Jones? Ja, ich muss mit dir sprechen. Tut mir leid, später. Ja, dann auf unseren wohlverdienten Männernachmittag. Du, was Lisa angeht, der Umzug geht dir ganz schön an die Nieren. Wie seid ihr eigentlich Geschwister geworden? Susanne hat mich auch adoptiert. Ja, sonst wäre ich garantiert im Heim gelandet. Und wann war das? Vor 4 Jahren. Ja, da ist meine Mutter gestorben. Ja, und meinen Vater kenne ich nicht. Verstehe. Sowas ist echt nicht lustig. Ganz schön schräg, deine Familie. Und trotzdem kommt ihr alle miteinander klar. Ja, solange ich nicht ständig den Ersatzpapa für meine kleine Schwester spielen muss. Hi. Hi, hallo. Na, stell mir doch mal deinen neuen Freund vor. Ach so, das ist Paul. Kommt nächste Woche zu uns auf die Schule. Neu in der Stadt? Und, wo hast du bisher gesteckt? In Buenos Aires. Ah, Brasilien. Cool. Argentinien. Darauf trinken wir ein. Eine Runde alt für alle. Für mich nicht. Ja, ist noch ein bisschen früh. Zu früh? Wie bist du denn drauf? Oder ist das der Jetlag? Hi. Hi. Na, wie war dein Tag? Kannst du dir das nicht denken? Sorry, Schau mal, was hältst du denn vom Sushi? Nathalie, bitte. Wir müssen reden. Also gut, dann reden wir. Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Wenn du meine Gefühle nicht erwidern kannst, dann müssen wir uns trennen. So, 5 alt. Danke. Bitteschön. Na dann, auf die neue Heimat. Ja, auf Düsseldorf. Na, sowas Leckeres habt ihr in Argentinien nicht, oder? Alt vielleicht nicht, aber Bier gibt's schon. Und? Was machen deine Eltern so? Wieso willst du das wissen? Einfach so. Kai, wie wär's mit einer Runde Dart? Ja, warum nicht?
Stopp, das ist meins. Stell dich nicht so an. Sicher ist sicher. Hab ich AIDS oder was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Leute, jetzt kommt mal runter, ja? Er regt sich auf. Wahrscheinlich hat er die Seuche selbst. Quatsch. Hast du recht, da wird er viel mehr winseln, bevor er abkratzt. Was? Sofort auf damit! Kommt runter, Leute, kommt runter. Gibst du hast AIDS, oder? Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Frau Jones glaube. Guten Tag, Graf Lahnstein. Guten Tag, Frau Jones. Gut, dann lasse ich euch mal allein. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich würde gerne noch ein paar Missverständnisse aus der Welt schaffen, bevor ich Düsseldorf endgültig verlasse. Bernds Alibi. Ich habe Ihnen gegenüber behauptet, ich hätte ihn am betreffenden Tag nicht gesehen. Das war, wie Sie inzwischen wissen, eine Lüge. Bernds Schicksal lag in meiner Hand. Ich konnte nicht widerstehen. Ich frage mich nur, warum Sie mich ausgerechnet jetzt damit behelligen. Ich war Ihnen gegenüber immer loyal. Dass ich in diesem Fall gelogen habe, tut mir aufrichtig leid. Auch wenn das keine Antwort auf meine Frage ist. Diese Einsicht kommt eindeutig zu spät. Frau von Anstetten, was kann ich für Sie tun? Das fällt mir nicht leicht. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Ich habe vor kurzem erfahren, dass ich schwanger bin und ich fühle mich der Situation nicht gewachsen. Sie möchten einen Abbruch vornehmen lassen? Ja, mir bleibt leider keine andere Wahl. Sie sind sich über die gesundheitlichen Risiken dieses Eingriffs bewusst und ich spreche da auch von den psychischen Folgen? Es gibt persönliche Umstände, die mich dazu zwingen. Trotzdem ist vom Gesetz ein Beratungsgespräch vorgeschrieben. Herrgott, ist das wirklich nötig? Ich dachte, eine Privatklinik von Ihrem Format? Sie können unmöglich was Illegales von mir verlangen. Ich kann dieses Kind nicht bekommen. Ich will die Abtreibung. Ich habe meinen Fehler eingesehen und Ihren Schwiegersohn entlastet. Das ist doch das Entscheidende. Nachdem Sie die ganze Zeit gelogen haben. Graf Lahnstein, das ändert nichts an den Fakten. Bernd kann Rush nicht umgebracht haben. Aber die Wahrheit scheint Sie ja nicht zu interessieren. Was wollen Sie mir damit unterstellen? Sie machen mir zum Vorwurf, dass ich gelogen habe, ja? Werfen mir Ehrlosigkeit vor, mangelnde Moral. Und was ist mit Ihnen? Sie selbst opfern lieber einen Unschuldigen, bevor Sie sich die Frage stellen, ob Ihr Sohn Ansgar vielleicht ein Mörder ist.